Warum sagt man, ich habe gelernt, aber ich bin gegangen und ich bin aufgestanden? Genau darum geht es heute. Ich erkläre dir das Partizip 2 ganz einfach, damit du endlich verstehst, wie diese Formen gebildet werden und warum sie im Perfekt und im Passiv so wichtig sind. Das Partizip 2 ist eine wichtige Verbform im Deutschen. Du brauchst sie zum Beispiel im Perfekt. Ich habe gelernt, ich bin gegangen. Du brauchst sie auch im Passiv. Das Haus wird gebaut. Das Partizip 2 ist also eine Form, die du ständig hörst und benutzt. Schauen wir zuerst, wo das Partizip 2 vorkommt. Im Perfekt sagst du, ich habe gelernt, ich bin gekommen. Im Passiv sagst du, die Tür wird geöffnet. Das ist wichtig. Das Partizip 2 steht oft mit einem zweiten Verb zusammen, zum Beispiel mit haben, sein oder werden. Jetzt kommt die erste große Regel. Viele Verben sind schwach. Bei ihnen bildest du das Partizip 2 oft so: G plus Stamm plus T. Zum Beispiel lernen, gelernt, machen, gemacht, kaufen, gekauft. Das ist das wichtigste und einfachste Muster. Dann gibt es viele starke Verben. Sie haben oft die Form G plus Stamm plus en. Zum Beispiel gehen, gegangen, sehen, gesehen, kommen, gekommen. Hier hörst du oft nicht nur en am Ende, sondern manchmal auch eine Änderung im Stamm. Deshalb musst du viele starke Formen einfach öfter hören und lernen. Jetzt verbinden wir das direkt mit dem Perfekt. Die Struktur ist haben oder sein plus Partizip 2. Zum Beispiel, ich habe gelernt, er hat gekauft, wir sind gegangen. Das bedeutet, wenn du das Partizip 2 kennst, kannst du sofort viel besser Perfektsätze bilden. Sehr wichtig sind auch trennbare Verben. Hier kommt das G meistens nach dem ersten Teil. Zum Beispiel aufstehen, aufgestanden, anrufen, angerufen, einkaufen, eingekauft. Du siehst also nicht geaufstanden, sondern aufgestanden. Das ist ein sehr typisches Muster. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Spezialmuster. Verben auf ihren bekommen normalerweise kein G. Zum Beispiel telefonieren, telefoniert, studieren, studiert, reparieren, repariert. Das ist eine Regel, die du dir gut merken solltest, weil sie sehr zuverlässig ist. Auch die Satzstruktur ist wichtig. Im Hauptsatz steht haben oder sein auf Position 2. Das Partizip 2 kommt meistens an das Ende. Deshalb sagen wir, ich habe heute viel gelernt. Sie ist spät gekommen. Er hat mich angerufen. So ist die Struktur in ganz vielen Alltagssätzen. Das Partizip 2 brauchst du aber nicht nur im Perfekt, sondern auch im Passiv. Dort lautet die Struktur werden plus Partizip 2. Zum Beispiel, die Tür wird geöffnet, das Haus wird gebaut, der Brief wird geschrieben. Du siehst also, dieselbe Verbform ist in zwei sehr wichtigen Themen nötig. Hier passieren sehr oft Fehler. Man sagt nicht, ich habe lernen, sondern ich habe gelernt. Nicht, ich bin gehen, sondern ich bin gegangen. Bei trennbaren Verben nicht geanrufen, sondern angerufen. Und bei ihren Verben nicht getelefoniert, sondern telefoniert. Genau diese 4 Fehler solltest du besonders gut kennen. Probieren wir es kurz zusammen. Wie heißt das Partizip 2 von lernen, gehen, anrufen und telefonieren? Denk kurz nach. Die richtigen Antworten sind gelernt, gegangen, angerufen, telefoniert. Die beste Lernstrategie ist, lerne das Partizip 2 in Gruppen. Zum Beispiel schwache Verben zusammen, gemacht, gekauft, gelernt. Dann starke Verben, gegangen, gekommen, gesehen. Dann trennbare Verben und ihren Verben. So erkennst du die Muster viel schneller. Merke dir, das Partizip 2 ist eine zentrale Verbform im Deutschen. Viele schwache Verben bilden es mit G plus Stamm plus T. Viele starke Verben mit G plus Stamm plus en. Trennbare Verben setzen G in die Mitte und Verben auf ihren bekommen meist kein G-Bindestrich. Mit diesen Mustern wird das Partizip 2 viel klarer und einfacher.